In dieser Video-Tutorial-Serie schauen wir uns an, wie wir mit Revit und dem Sophistic-Aufsatz RC Bewährung modellieren und Bewährungspläne erzeugen können. In Teil 1 erstellen wir die Bewährung für einen Unterzug. Das ist unser Modell. Wenn Sie meine Videotutorial-Serie BIM-Workflow vom Revit-Modell bis zur Statik gesehen haben, dann wird Ihnen dieses Modell sehr bekannt vorkommen. Es ist nämlich das gleiche. Ich habe hier einen Schalplan also erstellt mit ein paar Positionsnummern. Schauen wir nochmal rein. Wenn wir die Decke transparent schalten, sehen wir dort also, gibt es Wände, Stützen und hier gibt es einen Unterzug und genau diesen Unterzug wollen wir jetzt uns mal anschauen und die Bewährung erstellen. Dazu rufe ich einen Bewährungsplan auf, den ich hier mal erstellt habe. Einmal der Grundriss Decke EG, obere Lage und daneben gelegt Decke EG, untere Lage. Das werde ich Ihnen später, wenn wir dann die Decken hier bewähren, noch näher erklären, was es damit auf sich hat und welche Einstellungen da erforderlich sind. Das spielt im Moment hier keine Rolle. Schauen wir mal näher hinein und wir sehen also hier unseren Unterzug. Diese Eigenschaftenfenster hier schließe ich, die brauche ich gerade nicht, haben wir mehr Platz. Wir wollen als erstes einen Schnitt erzeugen, hier in der Mitte durch den Unterzug. Hier auf die blaue Seite können wir draufklicken, dann öffnet sich sofort der Schnitt und ich habe verschiedene Ansichtsvorlagen hier angelegt. So hätte ich gerne, dass der Schnitt dargestellt wird. Jetzt rufe ich einen Plan auf, S4, da sollen die Schnitte vom Erdgeschoss abgelegt werden. Der ist noch komplett leer und ich ziehe mir nun den gerade erzeugten Schnitt 2 hier auf diesen Plan drauf. Hier sehen wir den Unterzug im Schnitt. Wenn ich ihn auswähle, sehen wir, ist nur der untere Bereich hervorgehoben. Tatsächlich wollen wir aber natürlich den Unterzug inklusive Decke ansprechen. Das hängt mit der Verbindungsreihenfolge in Revit zusammen. Die können wir hier ändern. Und jetzt ist der komplette Unterzug ansprechbar. Wir wollen Bügel verlegen. Dafür wählen wir den Befehl Bewährung aus und erhalten jetzt den Biegeform Browser hier. Und dort ist auch schon die Biegeform, nämlich der geschlossene Bügel, den ich verlegen will. Wir sehen hier an der Maus hängt diese Quick Info. Ich werde es ausschalten, aber sehen wir oder merken wir uns, der erste Hinweis hier heißt Leertaste drehen, umkehren. Das werden wir gleich gebrauchen. Ich schalte jetzt aber diese Quick Info Anzeige aus. Also wir können festlegen, was wir für einen Durchmesser haben wollen. Es soll Durchmesser 10 sein und ich möchte auch nicht nur einen Bügel, sondern Bügel in einem maximalen Abstand von 20 cm verlegen. Wenn ich jetzt hier reingehe mit der Maus, sehen wir direkt dort den Bügel auch angezeigt. Und wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann sehen Sie im Bügel im Moment unten rechts, jetzt oben rechts, jetzt oben links, jetzt unten links, jetzt wieder unten rechts, jetzt wieder oben rechts, so einen ganz kleinen Strich. Das ist die Bügelhakenlage und ich habe jetzt so oft die Leertaste gedrückt, dass die Bügelhakenlage oben rechts sein soll und bestätige das dann mit einmal Klick auf die linke Maustaste. Das da ist der Strich, von dem ich gesprochen habe.
Wir sehen, der Bügel hat sich hier angeordnet und wir haben ähm, automatisch hier eine Betondeckung, die steckt bei Revit im Bauteil, also in dem Fall im Unterzug. Das können wir selbstverständlich ändern über Ingenieurbau, über Deckung. Wenn ich den Unterzug anklicke, sehen wir hier überall 2 Zentimeter. Das könnt ihr hier beispielsweise auf 2,5 ändern. Und bevor ich klicke, achten Sie jetzt auf den Bügel. Jetzt klicke ich und der Bügel hat sich rundherum angepasst. Natürlich kann es sein, dass wir unterschiedliche Betondeckungen haben wollen. Auch das geht. Gleiche Funktionalität, Ingenieurbau, Überdeckung. Vielleicht wollen wir oben eine höhere Überdeckung haben, weil hier noch eine Stützbewehrung quer drüber laufen soll. Dann wähle ich die obere Überdeckung an und ändere diese beispielsweise auf 3,5 ab. Achtung, ich klicke jetzt und wir sehen, jetzt haben wir eine andere Betonüberdeckung oben als am Rand. Schauen wir uns das Ganze im Längsschnitt jetzt an. Den erzeugen wir uns gerade hier. Einmal an der Achse 2, wie vorhin. Ich rufe den Schnitt auf und kann auch hier jetzt wieder eine Vorlage mir auswählen oder Sie stellen sich das entsprechend ein, wie Sie das gerne hätten. Vielleicht machen wir die Sichttiefe noch ein wenig weniger, so beispielsweise. Ja, und im Prinzip ist es in Ordnung. Ich würde jetzt gerne hier noch diese Schnitte und diese Linien im Unterzug nicht sehen. Auch das ist wieder die Verbindungsreihenfolge. Also Reihenfolge ändern, Stütze, Unterzug, Stütze, Unterzug und so weiter. Diesen Schnitt möchte ich auch wieder hier auf meinem Schnittplan anordnen. So, und zwar ist das hier der Schnitt 3, den ziehe ich hier rüber. So, und anhand der blauen gestrichenen Linie, die hier auftaucht, kann ich die Oberkante der Decke genau ausrichten. Wir sehen hier also jetzt unsere Bügel, die wir im Abstand von 20 Zentimetern verlegt haben. Wir können jetzt einstellen, entweder einfach durch Ziehen hier und dort, wo die Bewehrung beginnen und enden soll, oder aber wir können es auch wieder exakt einstellen. Und zwar gibt es hier oben die Abhängigkeiten zu bearbeiten. Wenn ich darauf klicke, sehen wir hier dieses Symbol. Das heißt, die Abhängigkeit für die Betonüberdeckung wird eingeschaltet. Wenn ich einmal draufklicke, dann ist das so gestrichelt. Und das ist also der Wechsel zwischen der Fixierung an der Fläche oder der Überdeckung. Ich möchte mich auf diese Kante hier beziehen. Also klicke ich sie an, klicke dann den Wert an und das sollen sein 5 cm. Hätte ich gerne einen Abstand. So. Und auf der anderen Seite kann ich das genauso machen. Ich klicke diesen Punkt an. Wir haben das Symbol, dass wir uns auf eine Fläche oder eine Kante beziehen wollen. Wir müssen jetzt sagen, welche Kante. Diese da. Kann jetzt den Wert anklicken und sage 5 cm. Dann hier oben mit Fertigstellen das Ganze beenden.
Nun ist es so, dass man natürlich häufig hier die Abstände der Bügel variabel gestalten möchte. Also gerade an den Auflagern möchte man die Bügel wegen höherer Schubkräfte enger legen. Und an dieser Stelle kommt jetzt zum ersten Mal der Sophistic Bewährungsaufsatz RC zum Einsatz. Hier oben gibt es also die entsprechende Menüleiste. Und was wir hier brauchen, ist der Befehl Teilen. Ich habe also diese Bügellage ausgewählt und sage Teilen und kann nun hier sagen, an welcher Stelle soll denn geteilt werden, beispielsweise hier. Ich habe einmal geklickt und Sie sehen, jetzt haben wir schon diese Verteilung in 2 Bereiche aufgeteilt. Das mache ich nochmal. Diese Verlegung wollen wir teilen, zum Beispiel an dieser Stelle. Und jetzt haben wir also aus einer Verlegung 3 Bereiche erstellt. Und für diese äußeren beiden Bereiche können wir jetzt zum Beispiel den Abstand verändern auf beispielsweise 15 cm. Ja, kann man sehr schön erkennen. Gehen wir nun zurück in den Querschnitt. Hier, da sehen wir unseren Bügel, unsere Verlegung im Schnitt. Und wir wollen eine Biegeform erstellen. Auch dafür brauchen Sie den Sophistic Aufsatz RC. Ich wähle also diesen Bügel aus, gehe auf Sophistic Bewährung und sage, ich möchte einen Biegeformauszug haben und den beispielsweise hier ablegen. Dauert einen kleinen Augenblick. Er hat jetzt die Sophistic-Familie geladen und wir sehen entsprechend die Darstellung. Hier Position 1, 32, Durchmesser 10. Die Sophistic-Familie kommt hier mit ein paar interessanten Parametern. Beispielsweise können wir hier die Beschriftung ein- oder ausschalten über dieses Häkchen. Ja, dann können wir dieses Symbol für den Durchmesser hier einschalten oder ausschalten. Und was auch sehr nett gemacht ist, ist hier der Öffnungswinkel, der jetzt auf 0 steht. Da können wir eine Zahl reinschreiben, also zum Beispiel 15 Grad, und dann ändert sich hier die Darstellung entsprechend, dass der Bügel geöffnet dargestellt ist. Das sind also erste Funktionen von dem Sophistic-Aufsatz, die wir hier benutzt haben. Es sind 32 Durchmesser 10 und wir sehen jetzt natürlich, dass wir das erste Feld bewährt haben und wir können jetzt aber wieder ganz normal Revit-Funktionen nutzen, um beispielsweise die Bewährung auch in das andere Feld zu kopieren, beispielsweise mit dem Befehl spiegeln. Also ich wähle die Bewährung aus und sage spiegeln an Achse, an diese Achse. Und die Bewährung ist rüber kopiert worden. Und hier sehen wir jetzt auch, es sind nun entsprechend 64 Durchmesser 10, also die doppelte Menge geworden. Kommen wir nun zur Beschriftung, beispielsweise hier im Längsschnitt. Einerseits stehen Ihnen natürlich die Revit-Funktionen dort zur Verfügung. Das ist relativ aufwendig im Vergleich zu der Funktion, die Sophistic hier zur Verfügung stellt. Da gibt es nämlich eine Funktion, die heißt Ausblenden und Beschriften, funktioniert folgendermaßen. Hier oben ist die Funktion,
an der Stelle. Ich wähle sie aus und schon sehen wir, ist die Beschriftung fertig. Wir können hier noch mal draufklicken, unten links. Wenn ich jetzt einmal die Tab-Taste drücke, steht jetzt da linearer Bemaßungsstil. Wenn ich jetzt die linke Maustaste klicke, sehen wir, tauchen hier die Eigenschaften auf und ich kann beispielsweise hier in der Höhe diese sagen wir mal, Bemaßung ändern, kann sagen, ob ich eine Führungslinie haben möchte oder nicht. Das sind noch kleine Dinge, wie Sie dann das Ganze anpassen können, wenn Sie möchten. Da sehen wir auch die Führungslinie. Ob man sie haben möchte oder nicht, kann man hier an der Stelle auswählen. Ja, gehen wir noch schnell herüber und machen die unteren Eisen beispielsweise hier im Querschnitt wieder. Wie ging das? Also wir wählen den Unterzug aus, den wir bewehren wollen, klicken auf das Symbol, bekommen den Biegeform-Browser. In dem Fall wollen wir jetzt einen geraden Stab verlegen, also wähle ich ihn hier aus. Hier sehen wir auch schon die Vorschau. Das ist also genau nicht die Lage, die wir haben. Wir wollen lotrecht verlegen. Hier können wir besser erkennen. Vielleicht nehme ich mal größere Eisen, damit wir mehr sehen. Durchmesser 28. Wir wollen diesmal eine festgelegte Anzahl, nämlich 4 Stück, verlegen. Ja, und wenn ich hier reingehe, sehen Sie, je nachdem, an welchen Rand ich mich bewege, werden die Eisen entsprechend hier angeordnet. Ich kann das bestätigen, kann jetzt auch wieder, wie wir das eben schon gesehen haben, hier über diese kleinen Pfeile die Bewährung zurechtrücken, zurechtziehen oder aber über Abhängigkeiten bearbeiten, die Werte Millimeter genau einstellen. Hier haben wir noch wieder dieses Zeichen, dass wir uns auf diese Kante beziehen. Wir können jetzt mal das andere machen. Diese gestrichelte Darstellung bedeutet, dass wir uns auf die Betonüberdeckung beziehen. Und hier sage ich zum Beispiel 1,2 Zentimeter. Dann habe ich den genau eingestellt. Das kann ich hier drüben auch genauso machen. Betonüberdeckung minus 1,2 Zentimeter und wenn ich mag, dann hier auch noch in Bezug auf die Betonüberdeckung minus 1,2 Zentimeter. Also man kann es Millimeter genau einstellen und hier oben fertigstellen nicht vergessen zu klicken. Schauen wir in den Längsschnitt. Wie sieht das jetzt da aus? Ja, da unten sehen wir also unsere gerade verlegten 4 Durchmesser 28. Wir sehen von der Seite natürlich nur eine Darstellung. Vielleicht wollen wir hier Haken anordnen. Wir finden hier in den Eigenschaften Haken am Anfang, Haken am Ende. Ja, was ist Anfang und Ende? Ich weiß es nicht. Es ist aber auch egal. Wir können uns einfach für eine Seite entscheiden und hier zum Beispiel 90 Grad einstellen. Ja, jetzt sehen wir, es ist der Anfang gewesen, aber er zeigt nach unten. Einfach die Leertaste klicken. Jetzt zeigt er nach oben. Nochmal die Leertaste, wäre es die andere Seite rechts. Nochmal die Leertaste, geht es nach unten. Also mit der Leertaste können wir das hier wunderschön steuern und auch hier jetzt wieder die Abhängigkeiten bearbeiten, wenn wir das denn wollen. Die Abhängigkeiten hier einstellen, zum Beispiel an dieser Stelle bezogen auf diese Stützenkante, beispielsweise, sagen wir mal 7,5 Zentimeter, beispielsweise so oder vielleicht besser so. Und dann sagen wir wieder fertigstellen.
Wir arbeiten ja in Revit, das heißt, wir arbeiten dreidimensional und da können wir hier auch mal natürlich reinschauen in die 3D-Ansicht. Von den Sichtbarkeiten ähm, gibt es auch eine schöne Funktion hier oben bei der Sophistic. Ähm, da können wir das auswählen und dann wird das hier uns hervorgehoben. All das, was wir gerade im 2D gemacht haben, können wir auch im 3D machen, indem ich hier mit diesen Ziehpfeilen arbeite oder auch hier steht die Funktion der Abhängigkeiten zur Verfügung. Wir können das ja mal hier an der rechten Seite beispielsweise ausprobieren. Ja, also ich wähle hier mal diese Eisen aus und die enden jetzt vor der Stütze. Ich ziehe sie mal hier rüber in die Stütze. Jetzt möchte ich das genau festlegen, sage Abhängigkeiten bearbeiten. Hier, und zwar wollen wir uns auf eine Stützenkante, auf eine Fläche beziehen, nämlich auf diese hier. Klicke jetzt den Wert an und sage beispielsweise, ich möchte genau 10 Zentimeter haben und damit sage ich fertigstellen und habe jetzt im 3D die Auflager hier der unteren Eisen auf der Stütze exakt angepasst. Ja, das Tolle an der Revit-Bewährung ist, dass wir einerseits ja mit diesen Biegeformen aus dem Biegeform-Browser arbeiten können, aber Revit stellt hier eine Technologie zur Verfügung, die es ermöglicht, Stäbe ganz nach Belieben anzupassen. Ich zeige Ihnen das mal. Also wir haben ja jetzt hier diesen Stab erstellt und diese 4 Stäbe erstellt und wenn ich die anklicke, dann gibt es hier die Möglichkeit, Skizze bearbeiten zu sagen. Jetzt ändert sich die Darstellung und wir sehen jetzt diese rosanen Linien. Und beispielsweise kann ich den Stab jetzt hier anklicken und einfach kürzen. Ja, beispielsweise bis hier. Jetzt habe ich ihn einfach gekürzt und gehe jetzt einfach weiter mit einer Zeichenfunktion. Ich zeichne jetzt die Biegeform, wie ich sie gerne haben möchte. Zum Beispiel hier 45 Grad nach oben, 65 Zentimeter, so zum Beispiel. Dann gehe ich hier weiter rüber, horizontal beispielsweise 1,10 Meter. Jetzt wieder runter, zum Beispiel 45 Grad stelle ich ein und nehme wieder die 65 Zentimeter und gehe nach rechts weiter mit beispielsweise 80 Zentimetern. Escape und den Haken setzen. Und jetzt sehen wir, wir haben aus einer eben noch geraden Biegeform eine vollkommen beliebige Biegeform erzeugt und können dazu jetzt natürlich auch wieder die Sophistic-Funktion des Biegeform-Auszugs wählen. Ja, und lege ich einfach mal hier die Biegeform ab. Und dann sehen wir, dass auch das einwandfrei einfach so verarbeitet wird. Wir sehen jetzt entsprechend Position 2, 4 Durchmesser 28. Und selbstverständlich können wir das auch im 3D überprüfen. Wunderschön. Ja, beenden wollen wir das Video noch mit der Beschriftung im Querschnitt der unteren Eisen, also hier. Auch dazu gibt es wieder eine Sophistic-Funktion. Man kann entweder alle fehlenden beschriften lassen. Ich will aber jetzt mal nur diese 4 Eisen hier auswählen und gehe auf Sophistic-Bewährung und dort gibt es den Befehl fehlende. Ja, den klicke ich einmal an und bekomme jetzt hier
die Beschriftung in dieser Form direkt automatisch dargestellt. Bis zu welcher Anzahl oder ab welcher Anzahl er diese Darstellung hier wählen soll, das kann man einstellen in den Voreinstellungen hier von der Sophistic. An dieser Stelle wählt man die entsprechenden Bemaßungsstile aus. Und da sehen wir es für kurze Verlegungen, wann die Zeigerbeschriftung verwendet werden soll und so weiter. Ja, das soll es für unser erstes Video gewesen sein. Wir haben den Unterzug beschriftet, wir haben entsprechende Darstellungen, wir haben Biegeformen erzeugt und ich denke, wir machen im nächsten Video dann weiter. Danke zunächst bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit.